Für das toskanische Huhn benötigt ihr 4 bis 5 mittelgroße Hähnchenbrustfilets, 1 Kilogramm festkochende Kartoffeln, 150 Gramm kleine Tomaten, 3 Esslöffel Tomatenmark, 150 Gramm Brühe, 5 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Basilikum, 3 Esslöffel Oregano, 3 Esslöffel Rosmarin und Pfeffer und Salz zum Würzen. Herzlich willkommen und hallo zu 4 Reifen, ein Klo. Wir machen heute mal wieder ein Gericht im Omnia Backofen. Allerdings verwenden wir diesmal die Maxi-Form. Die großen Familien oder nicht die großen Familien, sondern die Familien, die mit viel Hunger haben oder 2 etwas größeren Kindern, die bitten halt immer darum, doch auch mal Rezepte wieder für die Maxi-Form zu machen. Kommen wir natürlich auch gerne nach. Und ich habe ja auch gesagt, dass die Rezepte, die schon auf meinem Blog sind, die werde ich auf jeden Fall schon mal umwandeln für die Maxi-Form, weil ich finde es eigentlich auch gut, wenn ihr einen Vergleich habt mit der Kleinform und mit der Maxi-Form, wie verändert sich das? Weil ich sage ja auch immer wieder, ihr könnt nicht einfach verdoppeln oder ein Drittel reinnehmen, das passt nicht mit den Flüssigkeitszufuhren. Ja, das ist recht kompliziert, aber dafür habt ihr 4 Reifen, ein Klo. Ich helfe euch dabei, wir machen da jetzt ein toskanisches Huhn, das heißt mit Hähnchen, mit Kartoffeln, mit Tomaten. Und da werden wir jetzt mal ganz nett mit anfangen. Ist natürlich wieder easy peasy, seid ihr ja auch gewohnt, weil ihr wollt ja beim Campen nicht eure Zeit verschwenden. Ich weiß, höre ich immer wieder, ist auch ein One-Pot-Gericht. Das heißt, alles in der Maxi-Form und los geht's. Für den Anfang werden wir jetzt erstmal die Kartoffeln schneiden. Die sind auch ungeschält, weil ich finde immer, da ist dann die meisten Vitamine drunter. Und warum soll man sich die Arbeit machen? Die Schale ist ja essbar. Also schneidet ihr die Kartoffeln bitte in ungefähr Achteln, das heißt so widgetartig. Und anschließend werden die Kleintomaten noch halbiert. Die sind wichtig für die Flüssigkeitszufuhr, denn dann habt ihr nicht nur was fürs Auge und etwas Gesundes dabei, sondern die Flüssigkeitszufuhr wird dafür auch noch etwas unterstützt. Das Ganze füllen wir dann anschließend direkt erstmal in die Omnia-Form und begeben uns danach an die Marinade. Für die Marinade mischen wir jetzt die flüssigen Zutaten wie die Brühe und das Öl mit dem Tomatenmark und würzen das Ganze schon mal mit Pfeffer und Salz. Seid mit dem Salz ein bisschen sparsamer, weil die Brühe ist ja auch schon gesalzen. Und zu viel Salz ist nicht lecker. So, jetzt brauche ich mir noch ein bisschen von den Kräutern, jeweils 3 Esslöffel. Die werde ich jetzt gleich hacken und auch ein Teil dazugeben, allerdings nur ein Drittel, weil den Rest brauchen wir gleich für unsere Hähnchenbrüste. Im Übrigen könnt ihr die Tomaten auch austauschen, wer jetzt an Allergien leidet und ich glaube Intoleranz heißt das, glaube ich, die können das austauschen gegen Zucchini. Das hat den gleichen Flüssigkeitszufuhr und das ist überhaupt kein Problem, das auszutauschen. Und jetzt werden wir erstmal ein bisschen die Kräuter schneiden. Für die Marinade müssen wir jetzt noch die Kräuter hacken. Das heißt, wir werden jetzt den Thymian einmal abschneiden und fein hacken, den Basilikum. Da zupft ihr bitte die feinen Blätter ab. Hackt die auch ganz toll. Und beim Oregano macht ihr das Gleiche. Die schönen leckeren Blätter vom Halm streifen und auch toll hacken. Von den Kräutern, von den frischen Kräutern braucht ihr auch nicht so viel, dann nehmt am besten nur die Hälfte, weil die sind ja aromatisierter als getrocknete. Und von den getrockneten bräucht ihr dann jeweils 3 Esslöffel. Die restlichen Kräuter tut ihr einfach an die Seite, weil die brauchen wir jetzt gleich für die Hähnchenbrust. Die Hähnchenbrust werden wir jetzt mit Pfeffer und Salz einmal würzen und dann schon in die Maxi-Form legen. Dabei ein bisschen einrollen, damit ihr in die Höhe arbeiten könnt. Jetzt kommen die restlichen Kräuter ins Spiel. Die werden jetzt einfach nur ein bisschen hier drüber gestreut und das gibt gleich das richtig tolle Aroma für ein toskanisches Huhn. Das Ganze geht jetzt für 5 Minuten einmal auf volle Flamme und dann für etwa, ich vermute mal, 50 Minuten auf mittlerer Flamme. Die genaue Zeit erfahrt ihr natürlich dann, wenn es fertig ist.
Der Dennis sagte gerade schon, das riecht total gut. Und ich muss echt bestätigen, das riecht so super gut. Das Ganze war jetzt 60 Minuten auf mittlerer Flamme, plus die 5 Minuten vorher auf voller Flamme. Es kommt darauf an, wie dick eure Hähnchenbrüste sind und auch wie dick ihr die Kartoffeln geschnitten habt. Deswegen kontrolliert am besten so nach 45, 50 Minuten mal die Kartoffeln und dann piekst ihr mal in die Hähnchenbrüste rein. Und ich hole mal 2 raus, damit ihr auch das Gemüse seht. Das ist nämlich überhaupt nicht matschig. So, die Kartoffeln sind richtig toll geworden. Klar, die Tomaten sind natürlich matschig geworden, sind ausgekocht, aber auch viel Flüssigkeit ist eigentlich nicht drin. Wenn wir das jetzt rausholen würden, dann hätten wir nur noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Ja, das ist echt ein super leckeres Rezept, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Also ich liebe es, ich liebe toskanisches Huhn und im Omnia-Backofen ist es halt eine One-Pot-Sache, total klasse. Im Übrigen könnt ihr auch alle Rezepte, die ich veröffentlicht habe, im Backofen machen. Das könnt ihr alles im heimischen Backofen machen, bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Dann nehmt ihr einfach eine ganz normale Auflaufform oder alternativ könnt ihr natürlich auch die Omnia-Backform nehmen, die dann ohne Deckel, ohne Unterteil, weil die kann man auch im Backofen verwenden. Die Frage kommt auch immer sehr häufig, erwähne ich hier mal kurz nebenbei. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch das Rezept gefallen hat. Ich hoffe, ihr kocht es nach. Schreibt es doch mal in den Kommentaren oder schreibt doch mal, ob ihr auch schon das Rezept im kleinen Omnia gemacht habt und wie es euch geschmeckt hat. Oder ob ihr es abgewandelt habt, weil ich gebe ja eigentlich nur Ideen und Inspiration. Und von daher werde ich euch jetzt verabschieden. Sag bis zum nächsten Video. Tschüsschen.